Hier steht er tatsächlich, der neue Ford Bronco. Und so von der Form her, wir wollten schon gerade gehen, da hat Simone gesagt, nein, mach den neuen Bronco doch, der kommt Ende nächsten Jahres nach Deutschland. Ich glaube, im Moment ist er in Amerika da. Es ist wirklich sehr spacig, oder? Ist er, ja. Ist er. Du kannst dir vorstellen, sowas zu fahren? Ich meine, wenn du damit jetzt fährst zur Uni oder so? Ja. Ja, schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall eher wie so mit so einer Knutschkugel, die pink ist. Macht einen schlanken Fuß. Ford Performance, hier vorne sind Suchscheinwerfer mit dabei. Wir können es doch mal gerade zeigen. Also voraussichtlich verfügbar ab Ende 2023. Und das Dachzelt, dazu kann man schon Aussagen machen, aber süß gemacht. Guck mal hier vorne, die Lightbar, die oben drauf ist. Ja. Das Dachzelt Das hier macht ist montiert. richtig hell. So, Badlands. Und das ist das Interieur. Du magst mal reinsetzen? Ja, klar. Dass wir das Ganze sehen. Interessant. Ja, es hat rahmenlose Fenster. Und hat hier 2 riesen Displays mit eingebaut. Guck Ja. mal hier, da läuft schon für dich schon Netflix. Gibt es Und Pferd? irgendeine Serie bei Netflix, die du magst eigentlich? Ich schaue gerade ein, oh Gott, wie heißt die denn jetzt wieder? Fällt mir jetzt gerade nicht ein, auf jeden Fall mit so einem abgestürzten Flugzeug und so. Voll digitales Display. Dann guck mal hier die Griffe an der Seite. Das ist ziemlich genial. Und Auch die Haptik ist Die super. Haptik ist gut. Wirklich, man rutscht überhaupt nicht bei schwitzigen Händen durch diese Oberfläche. Ja. ja, ist das noch Ford? Das ist die große Frage, die wir uns stellen. Es ist Ford. Und ja, die Fahrzeuge werden auch in Amerika ein bisschen kleiner. Sie werden ziemlich geil. Und wirklich, also ganz viele Leute haben falsche Vorstellungen von Ford. Das ist High-End teilweise. Ja. Also Das ist jetzt auch nicht das Erste, an was ich denke, wenn ich an Ford denke. Ehrlich? Nee. da denkt man so an den Ford Fiesta vielleicht, Ja. der rumfährt oder so Oder irgendwas. auch mal ein größeres Familienauto, aber nicht sowas. Der ist totschick, hat große Reifen mit drauf. Du hast ganz viel Platz hier hinten. Das ist sensationell. Ja. Also die Optik, warte mal ganz kurz, Ja. ich zeig mal gerade hier rein. Hier vorne sind solche Expander mit drin, da kannst du Sachen reinstecken. Die Tür ist ja auch abbaubar. Echt? Alle 4 Türen. Wie denn? Die Tür ist abbaubar. Vorne, du kriegst von Ford ein Werkzeugkit mitgeliefert. Warte mal, ich mache das Licht an, dann kann man es besser sehen. Es gibt ein Werkzeugkit, okay. Und dann? Musst du da 2 Schrauben lösen, ich sehe die gerade ganz nicht. Und dann einfach den Stecker rausziehen. Die Tür ist ausbaubar. Ja, Das ist ja herb. Und das Dach aus natürlich. Ich muss sagen, er ist wieder da, der Leonhard. Wir haben ihn nochmal entdeckt und ich hatte ihn ganz vergessen. Ja, ihr habt einen Prototypen. Ist das ein Prototyp von einem Bronco hier? Ja, richtig. Der fährt? Ja, klar fährt er. Macht auch super viel Spaß, damit zu fahren. Ja, wir haben schon ein bisschen moderiert. Simone hat direkt gesagt, das ist er. Ist was ganz anderes. Natürlich der Raptor hinten, der hat ja hinten eine Ladefläche. Das hier ist ein Family-Auto, oder? Genau, 5 Sitzplätze, Family. Der kann einiges. Zielgruppe hier, was denkst du? Jedermann. Jedermann, der das Abenteuer in der Natur liebt. Der kann was im 4x4, oder? Richtig. Intelligenter Allrad. Der ist wirklich Offroad-fähig. Da ist jetzt ganz neu natürlich, ich sag mal, der ganz neue Sprinter mit dabei aus dem Nutzfahrzeugbereich, intelligenter Allrad. Da haben die Leute noch früher die Nase gerümpft. Wenn sie da mal Offroad gefahren sind, dann auf einmal gibt es einen riesen Aha-Effekt. Die kommen überall durch. Die ist wirklich so gut, die Steuerung, oder? Ja, super. Also damit, ich möchte jetzt nicht sagen, dass man es nicht schafft, damit irgendwo stecken zu bleiben, aber es ist schon sehr, sehr schwer. Sehr Und schwer. wenn man damit nur durch den Wald fährt, dann ist das natürlich nur ein Bruchteil von dem, was das Auto überhaupt kann. Ja, bei mir ist es so, klar, ich habe jetzt einen Hilux, das ist nicht ein permanenter Allrad, das hier ist ein permanenter Allrad, nehme ich an. Das heißt, du fährst dann nur mit Heckantrieb, du musst den zuschalten. Wenn man das weiß, man braucht ihn ja so selten, ja, und damit umgehen kann. Aber das hier ist praktisch Sicherheit für jedermann, der muss gar nicht fahren können, oder? Richtig. Damit kommt man durch, ja. Die Optik, wenn du gerade noch mal aufmachst, wir gucken noch mal kurz rein, das war so schnell, das von hinten. Ist das auch hier Premiere hier auf der Messe, oder? Ja, wir haben ihn schon mal in Köln vorgestellt. Und der kam da gut an? Ja, selbstverständlich. Das ist ein wirklich schönes Auto, ein richtiges Highlight. Ja, Preis haben wir noch keinen, oder? Von denen? Nee, noch nicht. Ende 23 wird das Auto verfügbar sein. Das heißt, das ist auch noch ein bisschen hin. Ich denke an meine Frau Marlene mit den Schäkeln hinten. Da ist mein Sohn abschleppbar und so weiter. Das ist es ist ein ganz tolles Auto. Du kannst auch überhaupt keine Zielgruppe definieren, oder? Nee, weil das wirklich für jeden was dabei hat. So, wir gehen mal kurz drum rum. Philipp, ich sage immer Philipp, Leonhard. So, hier vorne ist er. Das ist der Bronco, der drauf ist. Ey, totschick.
Ich habe bloß immer Angst, wenn ich das sehe, er wird zu teuer werden, dann kann ich mir nicht mehr leisten und so weiter. Aber ich denke mir, Ford, ihr seid ja dafür bekannt, dass er das auch zum Beispiel Familien möglich macht. Ja. Ihr habt auch verschiedene Versionen meistens, da gibt es dann irgendwelche Sondereditionen oder so. Kann ich jetzt hier leider noch nichts zu sagen. Ist noch ein zu früher Zeitpunkt. Ich habe es probiert, ja, ihm irgendwas rauszulocken. Er will mir nichts sagen, ja, so ist es. Aber auch das Display mit drin, die Haptik, du hast es gerade eben erzählt, Simone. Ja. Das mit der Tür ist dir direkt aufgefallen, mit den rahmenlosen Fenstern, die drin sind. Es ist auch, glaube ich, sehr schmutzunempfindlich. Also hier, wenn ich jetzt an ein Audi oder so denke, dann sieht man jeden Toucher und hier... Jetzt wollen wir ja die nicht schlecht machen von Nee. Audi. Das ist natürlich ein anderer Stil, ganz klar. Du aber kommst direkt in den bösen Audi-Himmel, Entschuldigung. der gar irgendwie nicht drin gemeint. ist. Nee, ist okay. Du weißt ja, den Audi-Leute zu und sagen, Ford und Audi. So. Ich guck mal gerade Bronco. Also das ist hier so, die Haptik ist ziemlich cool. Da oben die Schalter. Allrad ist zuschaltbar. Steht hier drauf, Sperren oder was kannst du schalten, oder? Ja, genau. Cool. Hier vorne hast du die Fensterheber mit drin. Da hast du ein Allrad, 2H, 4L, 4H, wie man es alles kennt. Oder 4.4. Klimaautomatik natürlich mit drin. Kurze witzige Information dazu. Das Goat steht für Goes Over All Terrain. Wo denn? Wo ist das Code? Auf dem Schalter da. Okay. Steht für? Goes Over All Terrain. Also geht überall drüber. überall drüber. Ich bin mal echt gespannt. Also was da aus der Tuner-Szene noch kommen wird, da kriege ich schon Angst. Ja, was Ja, irgendwie gerade was Zubehör angeht. Wir haben es ja jetzt hier sogar schon. Wir haben Zusatzscheinwerfer oben drauf und an den Seiten. Die können dann... Ein kleines Detail auch noch hier. Was denn? Da ist ja so ein Netz dran und das ist halt auch, denke ich mal, also vermute ich jetzt einfach mal, damit das Ganze einfach nicht klappert. Wenn ich mir jetzt hier so ein ganz normales Fach vorstelle, da schleudert alles drin rum und hier gibt es natürlich schön nach. Ich habe das Gefühl, das kommt alles irgendwann wieder. Das gab es dann mal, da haben die Leute gesagt, Netz, das geht gar nicht. Und irgendwann haben sie gesagt, naja, jetzt müssen wir mal so ein bisschen Redesign machen. Es gab den Bronco ja schon früher, also das ist ja jetzt kein neues Auto, oder? Seit 1966 wird der Bronco in den USA produziert. Einer der meistverkauften SUVs überhaupt, glaube ich. Richtig. So, und da ist eine Antenne mit dabei. Das sieht cool aus. Die Männer, die das gucken, die sagen, Alter, das Mädel hat gar keinen Plan. Ja, ich ja auch nicht. Also ich bin ja aus der Campingszene, aber trotzdem kann man es ja zeigen. Die Schäkel vorne dran, die können bestimmt ein bisschen was. Wir dürfen mal drunter gucken unter dem Motor. So, wir machen mal die Motorhaube auf. Geht? Ja, doch. Besser nicht. Warum nicht? Besser nicht. Prototyp. Prototyp. So, ganz kurz mal. Okay. Hast es wieder probiert, aber hättest du Sehr mich auch schön. fast gehabt. Bronco. Und da vorne ist eine Kamera mit drin. Das heißt, du siehst da vorne, was abgeht. 360-Grad-Kamera sogar. 360. Ja, Serie oder möglich? möglich. Möglich. Ja, ich finde es cool. Ich hätte da gerne reingeguckt. Gesagt hatte aber, dass wir da reingucken können. Weißt du noch? Das hast du mir zugesagt. Aber wir haben es nicht gemacht trotzdem, damit du keinen Ärger kriegst. So ist es. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind auf dem Caravan-Salon. Ich denke, auch das Fahrzeug wird ganz wichtig sein für die Caravan-Branche, weil er wird auch ziehen können, ein bisschen was, oder? Dazu darf ich leider auch noch keine Aussage machen. Das ist schwierig. Ja. Gucken, keine Informationen. So ist das bei den Prototypen manchmal, ja. Das ist aber nachvollziehbar. Außerdem ist er nett, der Leonard, muss man sagen. Da ist man auch nicht böse, wenn man mal irgendwas nicht erfährt. Und wahrscheinlich gibt es ja irgendwelche anderen Leute von Autobild und so, die kriegen das dann, ja. Und da muss ich das da nachlesen. Wir Camper kriegen ja keine Infos, ja. Würde ich das nicht sagen. Man kann ja sich mal die Spezifikation der Fahrzeuge in den USA angucken. Da. So easy ist das. Ja, vielen Dank, Leonard, dass wir gucken durften. Alles ist hier abgesperrt, aber wir durften für euch mal reingucken. Der neue Ford Bronco Prototyp, hier ist er voraussichtlich verfügbar ab Ende 2023. Und einmal noch der Sound. Der Sound. Nochmal. Das war jetzt ein bisschen laut. Satt. Danke fürs Einschalten. Tschüss, Simone. Ciao.